Willkommen bei mathepunk. Mit Excel multiplikativ inverses Element modulo n berechnen. Mit verschachtelten Excel-Funktionen kann man das multiplikativ inverse Element modulo n berechnen. Die Berechnung geht folgendermaßen: gleich, Vergleich, Klammer, 1, Semikolon, Index, Klammer, Rest, Klammer, Zeile, Klammer, indirekt, Klammer, Gänsefüßchen, 1, Doppelpunkt, Gänsefüßchen und dann A3. Das ist n. Klammer geschlossen, mal B3. Das ist A. Semikolon, A3, Klammer geschlossen, Semikolon, 0, Klammer geschlossen, Semikolon, 0, Klammer geschlossen. Das da hier ist ebenfalls n. Was berechnet wird, ist multiplikativ inverse von a modulo n. Hier wird das multiplikativ inverse Element von einigen Zahlen modulo 17 berechnet. Das Produkt von der Zahl und ihrem multiplikativ inversen modulo n sollte gleich 1 sein. Hier eine entsprechende Probe. Das multiplikativ inverse Element von a modulo n existiert nur, wenn a und n teilefremd sind, das heißt, wenn ihr GGT gleich 1 ist. Tatsächlich deklariert die EXCEL-Funktion das multiplikativ inverse Element als undefiniert, wenn a und n nicht teilefremd sind. Die EXCEL-Funktion funktioniert nicht für beliebig große Zahlen. Vor allem n scheint auf rund 1 Million beschränkt zu sein.